gibt sehr viele Hinweise darauf, dass diese Partei nicht verfassungsgemäß agiert. Und die Person nicht, aber auch die Partei als Ganzes nicht und die Mehrheit und die Funktionäre nicht. Und dann kann man ja sagen, es könnte jetzt blöd aussehen, weil das so viele sind oder weil das irgendwie Konkurrenz ist oder was auch immer. Wenn ich aber diese Hinweise habe, kann ich nicht darüber hinwegsehen einfach und kann sagen, es tut mir leid, es sieht jetzt vielleicht doof aus politisch. Und deswegen sage ich doch, man muss dieses Verfahren anstrengen und dann entscheidet das Verfassungsgericht. Es entscheiden ja nicht wir politisch, es entscheidet das Verfassungsgericht. Und die sollen sich damit beschäftigen müssen. Das können die nämlich nicht selber. Dafür brauchen sie einen Auftrag. Hey Leute, willkommen in der Realität. Katrin Göring-Eckardt fordert tatsächlich in einem Podcast allen Ernstes schon wieder ein Verbot der AfD im Namen der Demokratie. Doch wer wirklich Grundrechte mit Füßen tritt, sind die Grünen selbst. Was sie da sagt, ist keine Analyse, das ist reine Panik und Propaganda. Und wer sich fragt, ob die AfD da einfach zuschaut, nein. Dazu habe ich gestern ein Video gemacht, wie die AfD jetzt gegen die Grünen vorgeht. Link findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr findet, dass sowas nicht unwidersprochen bleiben darf, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf geht's! In der Debatte, ob Argumente reichen, um die AfD zu besiegen, haben Sie eine klare Haltung, wenn es irgend geht, Verbotsverfahren anstrengen. Haben Sie nicht die Sorge, dass das komplett nach hinten losgeht und man Märtyrer schafft? Ich habe, also zumindest gibt es die Möglichkeit, dass es nicht funktionieren wird. Aber ich kann nicht als Abgeordnete sagen, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass diese Partei nicht verfassungsgemäß agiert. Und die Person nicht, aber auch die Partei als Ganzes nicht und die Mehrheit und die Funktionäre nicht. Und dann kann man ja sagen, es könnte jetzt blöd aussehen, weil das so viele sind oder weil das irgendwie Konkurrenz ist oder was auch immer. Wenn ich aber diese Hinweise habe, kann ich nicht darüber hinwegsehen einfach und kann sagen, es tut mir leid, es sieht jetzt vielleicht doof aus politisch. Und deswegen sage ich doch, man muss dieses Verfahren anstrengen und dann entscheidet das Verfassungsgericht. Es entscheiden ja nicht wir politisch, es entscheidet das Verfassungsgericht. Und die sollen sich damit beschäftigen müssen. Das können die nämlich nicht selber. Dafür brauchen sie einen Auftrag. Und deswegen finde ich, den Auftrag müssen wir erteilen. Und ja, das braucht ein bisschen Mut, politischen Mut, weil es eben sein kann, dass es schief geht. Und weil man sieht, dass die AfD gerade versucht, irgendwie nicht so aufzufallen in verschiedener Hinsicht. Wenn ich in meine Heimat gucke, wenn ich in Gera stehe bei Herrn Brandner, dann weiß ich, das ist irgendwie in jedem zweiten Satz eine Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und deswegen finde ich doch, diesen Mut sollten wir aufbringen, diese Klarheit sollten wir aufbringen. Das heißt auch Teil des Verfassungsschutzes, also des Schutzes unserer Verfassung, dass wir nicht eine Partei agieren lassen, von der wir wissen, dass sie immer wieder darauf hinweist, dass sie das System, und damit ist die freiheitliche Demokratie gemeint, erstmal aushöhlen wollen und dann stürzen. Mehr Mut für ein AfD-Verbot. So heißt es ganz offen aus dem Mund von Katrin Göring-Eckardt, eine Politikerin der Grünen, ehemalige Bundestagsvizepräsidentin. Und sie meint es ernst, ein Verbot der größten Oppositionspartei in Deutschland, weil sie angeblich die Demokratie gefährdet. Aber Moment mal, wer spricht da eigentlich? Eine Vertreterin der Grünen, einer Partei, die mit Cancel Culture, mit Meinungskontrolle, mit Verbotspolitik und mit Umerziehungsprojekten immer wieder auffällt. Und genau diese Politikerin spricht jetzt davon, dass ausgerechnet die AfD eine Gefahr für die Demokratie sei. Göring-Eckardt sagt, es brauche Mut, diesen Schritt zu gehen, weil es auch schief gehen könne. Das ist kein demokratischer Reflex, das ist politische Hybris. Denn wer schränkt gerade Meinungsfreiheit ein? Wer will mit einem Demokratieförderungsgesetz nur noch die richtigen Stimmen hören? Wer entscheidet eigentlich, was verfassungskonform ist und was nicht mehr gesagt werden darf? Die Grünen werfen der AfD vor, die Demokratie auszuhöhlen. Aber sie selbst bauen längst einen Überwachungsstaat auf. Und wenn man das anspricht, kommt sofort moralisches K.O.-Argument. Rechtsradikal.
undemokratisch, gefährlich. Doch gefährlich ist vor allem eins, wenn eine Regierung oder ihre Unterstützer anfangen, politische Konkurrenz verbieten zu wollen. Man muss fast dankbar sein, dass es wenigstens noch eine Partei gibt, die diesen grünen Wahnsinn etwas entgegensetzt. Die AfD stellt sich klar gegen diese Verbotsfantasien und sie benennt auch, was die Grünen eigentlich tun, ganz konkret, mit Paragraphen, mit Verstand und mit Rückgrat. Stefan Brandner bringt das in seinem Video auf den Punkt. Während Göring-Eckardt bloß Phrasen raushaut, von Mut schwafelt und hofft, damit irgendwie im Gespräch zu bleiben, liefert Brandner das, was ihr komplett fehlt. Fakten, Rechtslage, Verfassungsbezug. Zum Beispiel beim Frauenstatut der Grünen. Zitat Brandners. Was machen die Grünen? Sie haben ein sogenanntes Frauenstatut. Ein Reißverschlusssystem. Platz 1 Frau, Platz 2 Mann, Platz 3 Frau und so weiter. Klingt modern, ist aber verfassungswidrig. Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz. Paragraph 21 Absatz 3 Bundeswahlgesetz. Warum? Weil es keine echte Chancengleichheit mehr gibt. Weil vorgegeben wird, wer kandidieren darf. Weil Delegierte nach Geschlecht abstimmen müssen. Und dann fragt er spöttisch, was ist eigentlich mit den anderen 130 Geschlechtern, von denen die Grünen ständig reden? Das ist nicht nur eine Ohrfeige für Göring-Eckardt, das ist eine klare Ansage, und zwar auf juristischer Grundlage. Der Link zum Video mit Brandners kompletter Rede packe ich euch in die Beschreibung. Unbedingt anschauen. Es lohnt sich. Wir haben auch Einspruch eingelegt, und zwar gegen die Art und Weise, wie die Grünen, hier unsere Grünixin, grüner Mist, ihre Listen aufstellen. Es gibt bei den Grünen ein Frauenstatut, das schreibt intern vor, dass nach einem Reißverschlusssystem auf jedem zweiten Platz nur Männer kandidieren dürfen und auf jedem ersten, wenn sie so wollen, also 1, 3, 5, 7, Frauen kandidieren müssen. Das ist grundgesetzwidrig, was die Grünen da seit vielen Jahren machen, verstößt gegen Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, verstößt gegen Paragraph 21 Absatz 3 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes, wonach Chancengleichheit gegeben sein muss. Die Grünen schreiben ihren Delegierten und den passiv und aktiv wählbaren oder Wahlberechtigten vor, wie sie abzustimmen haben. Das geht natürlich nicht. Wenn du jetzt auch denkst, das muss endlich aufhören, dann zeig's. Gib dem Video ein Like, abonnier den Kanal und schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Was hältst du von Göring-Eckardts Aussagen? Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.